Willkommen zu Etappe 13. Wir haben den 4. Tag, die 1000 Kilometer Grenze ist überschritten und es geht in einen wunderbaren hochsommerlichen Nachmittag jetzt. Es wird verdammt heiß werden. Wir werden froh sein, etwas Wasser über den Kopf zu bekommen und es geht durch die Normandie. Eine wunderschöne Landschaft hier von Vilaine-la-Chouelle, meinem Lieblingscheckpoint, nach Mortange-au-Péage. Etwas über 80 Kilometer mit 900 Höhenmetern, also ein schönes, sanftes Profil der Normandie. Haben nun Mittwoch, den 23. August. Oh Mann, der ist total fertig. Ja, und der Japaner hier, der so krumm auf dem Fahrrad sitzt, der war wirklich völlig fertig. Wir sehen ihn gleich nochmal direkt voraus. Er war kaum mehr in der Lage, gerade zu stehen und sein Rad da vernünftig in die Box zu schieben. Er wird es ja leider auch nicht schaffen. Oh, die haben mich hier genannt. Also Start zur Etappe 13 von Vilaine-la-Chouelle, einem erstklassigen Checkpoint mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Haben nun 12:30, 64 Stunden haben wir für 1017 Kilometer gebraucht. Hier hatte ich ja eine ganz kurze Pause, 15 Minuten. Also ja, schönster Checkpoint, aber kürzeste Pause. Gegessen hatte ich hier nichts. Hatte am Morgen Müsli, Obst, Salat und Kuchen bei meinem Gastgeber gegessen. Und so ging es erstmal alleine aus der Stadt raus. Jo, die haben mich doch tatsächlich eben benannt. Aber was die gesagt haben, weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich so heiß. Ach, war scheiße. Zu spät gesehen. Also hier runter. Und rechts und links in der Stadt und auch gleich bei der Stadtausfahrt waren Wohnmobile zu sehen, wo dann Randonneure Pause gemacht haben, da vielleicht ein paar Stunden geschlafen haben. Hier sieht man jetzt auch wieder ein paar Wohnmobile. Ja, da hatte ich die Uhr wieder nicht rechtzeitig gestartet. Entweder vergesse ich es im Checkpoint, die rechtzeitig auszumachen, oder ja, erst ein paar Minuten nach dem Start dann angemacht. Und da war wieder Daniel Chaveri, der Spanier, der so lange schläft und dafür so schnell fährt. Mit dem Spanier bin ich eine Zeit lang gefahren. Der schläft lange, 7 Stunden sagt er, weil er Bock hat, Speed zu machen. Na gut, wenn man das kann. Ja, ich bin eine Zeit lang hinterhergekommen und dann habe ich gesagt, nee, ich mache mich kaputt, wenn ich dem weiter folge. Hab unterwegs ist wieder Michael getroffen, wir werden auch eine längere Zeit zusammenfahren. Und die Landschaften und das Wetter waren so schön, dass das Video etwas länger geworden ist. Ich setze dann wieder Kapitelmarken, dass man dann ein bisschen springen kann, wer das nicht in der ganzen Länge angucken möchte. Ist schon schön, wirklich lange mit 50 Stundenkilometern Berg runterrollen. Später werden wir bei so einem privaten Verpflegungspunkt, den da ein Vater mit seinen 2 Kindern aufgebaut hat, Rast machen und erleben, wie die Leute sich dann mit kaltem Wasser aus der Gießkanne begießen lassen, weil wir doch alle ziemlich aufgeheizt waren. Und später werde ich ja noch einen Defekt am Fahrrad haben und sehr viel Glück haben, dass ich dann doch weiterfahren kann. Eins der kleinsten Bauteile am Rad, aber essentiell, wird kaputt gehen.
Und normalerweise, wenn es auf der Strecke passiert wäre, wäre ich wohl in Zug gestiegen. Das hätte ich nicht reparieren können. Und weiterhin bleibt es dabei, dass da Anwohner sich vor die Häuser setzen oder wenn sie die Straße lang gehen, umdrehen, uns grüßen und applaudieren oder Bravo, Bravo rufen. Haben nun kurz nach 1 Uhr 40 Minuten für 18 Kilometer und sind jetzt insgesamt bei 65 Stunden für 1035 Kilometer. I must learn Russian. Und Michael, der jetzt vor mir ist, der ja in 65 Stunden PvP finishen wird, also besonders schnell fährt er ja nicht, aber ich nehme an, er macht wenig Pausen. Und hier sind wieder die beiden aus Kanada mit ihrem Tandem aus Titan. Die tauchten plötzlich auf und dann haben wir uns dahinter gehangen. Haben jetzt 14 Uhr, 1,5 Stunden für 30 Kilometer, 66,5 Stunden für 1050 Kilometer knapp. Und die waren wie so eine Lokomotive, fahren also ein ganz, ganz gleichmäßiges Tempo. Man konnte da wirklich gut ans Hinterrad ranfahren. Es gab da kaum ruckige Bewegung bei denen. Und die haben wirklich ein tolles Tempo gehabt. Und wieder ein paar Anwohner, die sich da mit Stühlen in den Schatten setzen und uns Randonneure anschaut, wie wir da langfahren, zu Tausenden. Und es geht durch die sanften Hügel der Normandie. Sind jetzt in Saint-Germain.
Jetzt sind wir in Alencon, die große Stadt in der Mitte von der Etappe jetzt. Haben jetzt 14:20 Uhr, knapp 2 Stunden für 40 Kilometer, insgesamt nun bei 67 Stunden für 1057 Kilometer. Und bei den Kanadiern war das so, wenn einer aus dem Sattel hoch wollte und im Wiegetritt fahren wollte, dann gab derjenige das Kommando Sit Up und bei Up sind sie dann synchron hochgekommen, um dann im Wiegetritt zu fahren. Wir hatten wirklich ein außergewöhnlich schönes Titan-Tandem. Ich werde es nachher bei der kleinen Wasserschlacht sehen, die wir haben werden, wo wir uns abkühlen. Und kannst mal aus der Nähe anschauen. Sind jetzt in Chassé. Hier liegt einer im Schatten von der Hecke und hat da Powernapping betrieben. Also ich weiß ja nicht, wie warm es war. Man sieht das ja leider nicht so richtig hier in den Bildern. Aber irgendwie 35 Grad irgendwie gefühlt. Einige sagten, naja, das war knapp unter 40. Wieder ein Checkpoint gut besucht.
haben jetzt kurz vor 3 Uhr, 2,5 Stunden für 57 Kilometer, sind jetzt bei Kilometer 1074. Na, ich war ja wirklich lange Zeit mit dem Tandem gefahren, vielmehr direkt dahinter. Und während der Zeit hat uns auch kein einziger überholt. Es gab auch keine schnelle Gruppe, die vorbeigefahren ist oder an der wir vorbeigefahren sind. Also die hatten wirklich einen tollen Speed auf der Straße. Ich nehme an, dass die immer längere Zeit Pause gemacht haben. Mittlerweile sollte sich da hinten was angesammelt haben. Und ich denke mal, die beiden sind es gewohnt, vorne wie so eine Lokomotive zu fahren und dass andere sich dann bei denen hinten ranhängen im Windschatten mitfahren. Und der Nigel, der Fahrer von dem Tandem vorne, der gab dann immer schön Zeichen, wenn er irgendwie ausscheren musste, wenn da ein Hindernis war, wie ein anderer Fahrer. Und auch immer sehr deutlich, weil man sonst ja nicht vielleicht sehen kann, was er da anzeigt. Und nun ist es Zeit, eine Pause zu machen. Und hier hielten dann auch wirklich sehr viele kurz an. Die wenigsten sind vorbeigefahren. Du willst schon weiter? Ja, Michael wird jetzt weiterfahren. Ich werde ihn auch nicht wiedersehen. Und hier sieht man, die ganze Straße ist nass von dem ganzen Wassergeplemper. Ordentlich was Ja, überdeutlich. da war ich froh über ein paar Zwetschgen oder Pflaumen, was sie Wir da sind hatten. rasend schnell unterwegs. Und das ist die Zugmaschine. Randonneure aus Kanada. Mit einer astreinen Kiste. Also ehrlich, die ist super geil. Sie hat mir gerade erzählt, das Ding kann er zerlegen. Und dann ist das gar nicht so teuer. Ich habe mal gefragt, wie viel Watt die so treten. Gefragt, so 150 jeder, ne? Ich weiß nicht, ob die 300 Watt oder so. Also er sagte, er weiß es nicht, leider. Hat mich mal interessiert. Also jeder 150 Watt so im Average-Tritt. Aber das ist das Cockpit hier. Where's Nigel? Ja, tolles Ding. Und die Sättel sind auch, guck mal, er sitzt immer vorne scheinbar. Und sie hat so einen Sattel. Riesiges Loch drin. Und Gepäck haben die ja nicht viel, ne? Eine obere Tasche. Und das Ding da hinten. Naja, aber ordentlich Wasser. Okay, ich werde mir noch mal kaltes Wasser besorgen, zum über den Kopf gießen. Weil schon während der ganzen Fahrt immer den Ansatz rein, oben in den Helm und dann lass laufen. Und Gummibärchen, oder die letzte Pflaume. Und die anderen sind alle weiter. Nur ich bleib hier. Kurzer. Ja, man sah eben schon den Vater mit seiner Gießkanne. Also er stand mit der Gießkanne da. Und wenn einer wollte, hielt er an.
Und dann goss er eben die ganze Gießkanne auf den Kopf rauf. Deswegen sieht es da so aus, wie es da aussieht. Oder der eine Junge, der da mit dem Schlauch steht, wer wollte, konnte sich dann von ihm komplett kaltes Wasser über den Kopf oder über den Körper gießen lassen. Das haben auch wirklich viele angenommen. Ach, die beiden Fixie-Fahrer waren das. Ja, Sina und Viktor. Ja, man sieht so viele dann doch wieder. Und die waren richtig tough. Die Berge da hoch im Wiegetritt. Und Sina war eine der Protagonisten in dem Film Das Brevet. Oder auch bei YouTube gibt es einen kurzen Ausschnitt mit 4 Tage bis Paris oder 4 Sonnenaufgänge bis Paris. Mit der Gießkanne gibt es Wasser über den Kopf. Und dann fahren die weiter. Also einige waren vom Trikot her, das war alles klitschenass, bevor die hier ankamen. Ne? So durchgeschwitzt war das. Da kommt der nächste und dann kommt da wieder an der Papa mit der Gießkanne. Also war ein wirklich sehr schöner Aufenthalt hier. Shit. Mein Stromkabel. Und wieder ein kleines, malerisches Dörfchen. Und das habe ich dann immer gemacht. Ein bisschen trinken und ein bisschen oben über den Kopf rüber, gerade wenn das Wasser noch kalt war. Aber es hat ja nicht lange gedauert, dann war das alles warm. Und die meisten haben jetzt auch die Armlinge angehabt, um sich nicht die Haut komplett zu verbrennen. Ich hatte dann auf der rechten Seite den Armling anbehalten, weil da die Sonne ja stand. Und sah man auch bei vielen anderen, die hatten den Armlinge anbehalten als Sonnenschutz. Und wieder ein kleiner Versorgungspunkt, paar machten Pause, Anwohner winken oder klatschen. Und im Windschatten von einem Tandem zu fahren, kann man nur empfehlen, weil sie halt so schön gleichmäßig fahren und weil die einen wunderbaren Windschatten abgeben und ein konstant höheres Tempo als wahrscheinlich die meisten Radfahrer fahren. Wir sind wirklich bei allen Fahrern, die wir unterwegs getroffen haben, mit deutlich mehr Geschwindigkeit als die vorbeigefahren. Und weiter geht's durch eine leicht wellige, wunderschöne Normandie. Mit kürzeren und sanften Abstiegen und aber auch kürzeren und flacheren Anstiegen. Nicht mehr so wie in der Bretagne, wo es alles länger und steiler und höher war.
Sind jetzt in Père von de Waal. Wieder das Zeichen. Pass auf da hinten. Wir überholen. Haben jetzt kurz nach 4, 3 Stunden 40 für 80 Kilometer, sind kurz vorm Etappenziel, sind jetzt insgesamt bei 68,5 Stunden für 1097 Kilometer. Und genießen dort wunderbare Aussichten und wissen, es ist nicht mehr weit zum Ziel bis nach Paris oder vielmehr Rambouillet. Ricordo del 2001. Guarda che giù uno era meno segnale. Jetzt sind wir in Montagne-Chauberge. Und im großen Tross geht's jetzt hinter dem Tandem her. Letzter Anstieg vorm Checkpoint, dass man schön außer Puste ist, wenn man oben ankommt. Na, ich beiße mal auf die Kamera und deswegen hört man mich so laut atmen da. Und ich spreche ja, wenn ich die Kamera im Mund habe, mit geschlossenen Zähnen, sodass sich das dann teilweise ein bisschen komisch anhört.
Wir sind jetzt beim Checkpoint in Montange-au-Perche. 3:15, 3 Stunden 50 habe ich gebraucht für die 82 Kilometer und haben jetzt 68,5 Stunden für 1099 Kilometer gebraucht. Was sehe ich hier denn? Der ist so weit gekommen. Der steht die ganze Zeit auf dem Teil. Ja, Stuart Blofeld mit einem Elliptico RSUB schafft das Ganze in 77 Stunden 15. Also, Hut ab. Vor allem, der da die ganze Zeit drauf steht. Hat komischerweise Incomplete Control, also ob der jetzt die Strecke gefahren ist, kann man gar nicht sehen. Erstmal stempeln. Aber das ist eine enorme Leistung. Also er muss deutlich mehr leisten als Radfahrer. Ich hätte irgendwie Hunger. Und ich glaube, ich kann was essen. Der Körper redet nicht mehr ab. Er hat wohl eingesehen. Es geht nicht anders. Ja, irgendwie war ganz spontan das Gefühl da, jetzt kann ich was essen. Also wirklich komisch. Da merkte ich, das müsste jetzt klappen. Merci. Oui, oui, oui. Et ensuite, Bravo. Boucherville. Non, Vancouver. Vancouver, ok. Ah, Super. ah. Merci. Voilà. Ah, ils sont courageux, hein, Ah de oui. venir si loin. Voilà. Eine Ladestation. Naja, da müssen wir lange vorstehen. Ja, für Leute, bei denen jetzt wirklich der Strom aus war, haben die da so eine schöne Ladestation aufgebaut. So viele Stempel sind da nicht mehr frei. 2 Stück fehlen noch. So, der erste schläft schon wieder. Ein deutscher Randonneur. Und ich denke mal, jetzt noch mal dem Tandem hinterherjagen, das werde ich ohne Essen nicht hinkriegen. Wenn ich Glück habe, machen die auch Pause. Ansonsten werde ich jemand anders finden. Ah, da sind die ja sogar. Die machen auch Pause. Und seit dem Frühstück ganz früh am Morgen habe ich ja außer die Pflaumen bei diesem einen Checkpoint gar nichts gegessen. Aber irgendwie ja. Aber irgendwie konnte ich jetzt was essen. Und das wird auch klappen. Brot auf keinen Fall. Weiß ich, das scheint Pudding zu sein. Ouais, ouais, ouais. Potatoes. So. Und das sind. Bonjour. Was ist das? Turkey. Liebes Fisch. Ja. Non. Voilà. Bon appétit. Ja, die haben mir den Teller wirklich rappelvoll gemacht. Die hatten immer nachgefragt, soll es mehr sein? Ich habe genickt, meinetwegen, ich schaffe das. Ich gucke, ob ich es schaffe. Okay, yeah, thank you. And légumes. So, jetzt kommt da noch Püree drauf. Oui, merci beaucoup. Oh Mann, wenn ich das aufhabe. The first 2 days I couldn't eat. Yes, it's okay. Thank you. Thank you. Bon appétit. Thank you so much. Madame. So, mal gucken, ob ich das runterkriege. Aber danach. Also es wird seine Zeit brauchen, bis ich es gegessen habe, aber das meiste davon werde ich aufkriegen. Einen ganz kleinen Rest musste ich liegen lassen. Ja, und da war wieder Robert mit seiner hochgekippten Ich weiß Tasche, das nicht. Der schnelle. der ja mit Dave zusammengefahren ist, aber jetzt scheinen die nicht mehr zusammenzufahren. Ich dachte, er ist schon lange im Ziel.
Jetzt habe ich echt ein Problem. Ja, ich habe es mal doppelten Freilauf genannt. Das ist Also der schlecht. Freilauf war in beide Richtungen, nach vorn Die und nach hinten. Sperrklicken gehen nicht rein. Zum Glück passiert das gerade hier. Aber scheiße, ey. Also eben gingen wir dann einmal kurz rein. Ja, das kann man sich nicht ausdenken. Ja, das muss natürlich sein, ey. Aber wie scheiße wäre das, wenn das unterwegs ist? Er sagt 20 Minuten braucht er. Das hätte überall auf der gesamten Tour passieren können. Und es ist genau 5 Meter neben diesem Repair-Shop passiert. Also ich stand da und dann hat auch ein Helfer dieser Benelope gesehen, dass ich da mit meinem Rad technische Probleme habe. Und hat dann gleich seinen Zeigefinger ausgestreckt, da ist Repair-Shop. Die kommen nicht mehr automatisch hoch. Das ist so ein Ding hier. Is that the spring is broken? Yes, I know. Do you have such a spring? Or No. and how can you repair it? Yeah. Net? No. The bike BBP is empty for me. Er sagt, das ist ja scheiße, dass er so eine Dinger nicht hat. Das ist ja ein Scheiß, ey. Na, erst sah das nicht so gut aus. Die hatten solche Federn nicht, die da passen. Irgendwie verschwanden die für eine Weile und hat eigentlich so gesagt, dass es nicht klappen würde, dass sie das reparieren können und für mich dann wohl PvP hier zu Ende sein Der wird. kriegt das doch noch repariert. Ich kann also weiterfahren. Und irgendwann kam er wieder zurück und hat einen ganzen Body in der Hand gehabt, also diesen Freilauf, und hat da dann die Feder ausgebaut, hat dann daran irgendwie mit der Kneifzange was abgemacht und mit einer anderen Zange da groß rumgebogen an dem Ding und hat versucht, mir das Ding da einzubauen und anzupassen. Also da gehört Glück zu, dass einem das hier beim Parken passiert, die Feder sich da, also da hat ja vorher alles geklappt. Und dann passiert das hier auf so ein Ding. Was wäre denn passiert, wenn ich das mit auf der Strecke hätte? Da plötzlich geht nichts mehr. Und dann, also ich hoffe, dass es klappt, ey. Das ist ja doch ein Riesenaufwand, hierher zu kommen. Ich bin so happy, wenn das wieder klappt. Ich werde den Kerl drücken. Was ich auch machen werde, ich werde dem um den Hals fallen, ihn kräftig drücken. Also wenn man sich überlegt, was man alles macht, um hierher zu kommen, dahin zu reisen, dann fast alles zu schaffen. Da fehlen jetzt nur noch knapp 100 Kilometer. Und dann kommt da so eine Feder und sagt, jetzt ist vorbei. Le mécano qui aime bien avoir les mains dans le cambouis. Non, il aime pas ça. Il préfère te vendre un vélo neuf. Tout à fait. Tu vois Comme à toi. Ah oui. T'es en direct, mec, à la télévision, je pense. Ouais, mais le mien, il est moins usé que celui de Bernard. Non, le tien. Ah, rien. Japonais et tout. Bon, heureusement, il avait des bonnes. Ah, il parlait que japonais. Assurance. So, jetzt setzt er die Sperrklinken wieder ein und fummelt die da irgendwie unter die Feder runter. Das sieht doch gut aus. Der hat das doch echt hingekriegt. Erst sagte er ja, leider geht's nicht, er hat das Teil nicht. Ich weiß nicht, irgendwo hat das, glaube ich, ausgebaut hier. So richtig verstanden habe ich ihn nicht. Also ich kann weiterfahren. Ich hätte mich auch echt, weiß auch nicht, was man sagen soll, wenn man hier 100 Kilometer vom Ziel dann scheitert. Dreht man das? So, ne? Es hat geklappt. Nach einem dicken Drücker geht's für mich wieder zurück an die Linie hier zum Start zur Etappe 14. Haben mittlerweile 17:40 Uhr
Haben jetzt 35 Minuten für diese Reparaturpause gebraucht. Insgesamt sind es 1,5 Stunden geworden hier mit Essen und die Reparatur. Was das zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. So ein Aufwand, hierher zu kommen. Und dann bricht einem das Ding, diese Feder, genau hier, wo direkt ein Repair-Shop ist. Und Also auf zum Start der Etappe 14 hier in Montagne-au-Perche. ja, und dann zaubert er noch irgendwo so ein Teil her. Und ich kann nach Hause fahren. Also ins Ziel fahren. Das vernünftig finishen. Und ich konnte essen. Riesenberg verdrückt. Thanks. Haben jetzt also kurz vor 18 Uhr. 70 Stunden sind mittlerweile vergangen für jetzt 1099 Kilometer. Hab hier 1,5 Stunden Pause gemacht und zu essen gab es ein großes Tellergericht und unterwegs ein paar Snacks bei diesen kleinen Verpflegungspunkten. Na, die stehen ja alle so rum, warten die auf den Trupp. Wäre natürlich klasse, wenn sich hier gleich ein Trupp zusammenstellt. Und so starte ich wieder allein, fahre aus der Stadt raus und es geht jetzt in den Abend hinein. Wir werden wieder ziemlich schnell fahren in etwas, ja, so mittelgroßen Gruppen bis dann zum letzten Checkpoint, bevor es dann zum Ziel geht. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Teil. Und zum Schluss stelle ich noch ein paar Fotos ein, als kleine Fotoshow. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.